Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Snugpack das All-Weather Shelter G2. Snugpack liefert euch neben guten Schlafsäcken, Bivis und Bekleidung auch das entsprechende Outdoor-Equipment, wie zum Beispiel hier das G2 Tarp. Mit dem Shelter hier habt ihr eine Möglichkeit, euch einen genialen Unterschlupf zu bauen, weil das wirklich von der Größe her und von den Abspannpunkten, von der Robustheit und vom Sonnenschutzfaktor ideal ist. Ihr habt hier eine Plane, die ist 3 x 3 Meter. Wenn ihr sie diagonal hier als Diamond spannt, habt ihr eine Länge von 4,3 Meter mit ungefähr 9 Quadratmeter Platz unten drunter. Also ihr seht ja, hier kann ich locker mit 2 bis 3 Personen liegen und das Equipment noch unterbringen. Und ich habe hier noch einen Sonnenschutzfaktor von 30, um da entsprechend nicht nur gegen Regen, sondern auch gegen Sonne geschützt zu sein. Das Tarp hat einen Sonnenschutzfaktor von 30 und eine Wassersäule von 2000 mm. Das heißt, ihr habt hier mit dem Ripstop-Material einen guten Schutz sowohl für gutes als auch für schlechtes Wetter. Jetzt zeigen wir euch mal noch kurz die einzelnen Ausstattungsmerkmale und dann machen wir noch mal ein paar Setups für euch. Das Tarp hat über die Diagonale, das heißt, wenn ihr es als Diamond aufbaut, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, hier eine Ridgeline bzw. eine Ridgeline-Befestigung, wo ihr hier oben auf der Oberseite 3 verschiedene Schlaufen habt, an denen ihr die Leine befestigen könnt, plus die Eckschlaufen. An den Ecken jeweils natürlich eine Schlaufe, über die Länge hier nochmal dann 2 Schlaufen. Die sind auch alle ordentlich getaped und vernäht, ordentliche Robustheit. Und hier an den Enden habt ihr jeweils nochmal zusätzlich eine Metallöse, um das Ganze dann auch mit Heringen aufbauen zu können. Das bringt uns auch zum Zubehör. Das ganze System kommt hier in einer Tasche mit Mesh. Da drin habt ihr auch nochmal ein paar Tipps und Tricks, wie ihr denn das Ganze aufbauen und pflegen könnt. Ebenfalls mit dabei sind 4 gleich lange Leinen. Da haben wir jetzt 2 davon für die Ridgeline genommen und 2 hier zum Abspannen. Dann gibt es weiterhin nochmal ein paar Heringe, um das Ganze dann halt auch in anderen Setups aufzubauen. Wir haben jetzt hier in dem Setup nur 2 gebraucht. Wenn ihr ultra leicht unterwegs sein wollt und euch selber Heringe schnitzen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch zu Hause lassen. Das Tarp ist jetzt nicht ultra leicht. Ohne Zubehör habt ihr hier ein Gewicht von ca. 700 Gramm. Da ist natürlich immer zu entscheiden, will ich ein Ultralight Tarp Setup haben, was mich entsprechend schützt, was vielleicht aber nicht so robust ist, oder will ich was Robustes. Ich denke, hier mit dem Snugpack habt ihr so ein gutes Mittelding in Sachen Leichtigkeit und Robustheit. Jetzt schauen wir mal, was außer Diamant hier mit diesem Tarp-System noch möglich ist. Und hier habt ihr Modell Dackelgarage. Wenig Platz, dafür aber viel Schutz. Hier haben wir jetzt 2 Leinen unter dem Tarp gespannt und haben mit 4 Heringen pro Seite das Ganze am Boden direkt verankert. Es gibt keine weiteren Abspannpunkte, die wir genutzt haben. Wer möchte, könnte jetzt hier noch hergehen und das Ganze hier noch mit einer zusätzlichen Leine ein bisschen rausziehen, um da noch ein bisschen Platz zu gewinnen. Das wäre auf jeden Fall an 2 Stellen am Tarp bzw. auf einer Seite möglich. Das ist hier von der Diagonalen die Mittellinie. Das heißt, hier auf der Seite habe ich das leider nicht. Gut, weiter geht's. Und hier habt ihr ein Flat Roof Lean-To, einfaches Setup, wo ihr auch noch mal ein bisschen Fläche habt. Hier ist natürlich dann bei Regen die Gefahr, dass sich eine Wanne bildet, aber auch da kann man ein bisschen entgegenwirken. Wenn man von der diagonalen Verspannung hier noch mal eine Leine setzt, dann kann das hier ein bisschen besser ablaufen. Das wäre auch noch mal eine Möglichkeit, um viel Platz zu schaffen. Eher ein Gutwetter-Setup, aber ein Tarp-Setup. Als letzte Variante haben wir hier für euch noch das Holden Tarp Tent. Einfach ein geschlossenes System mit einem Eingang, ein bisschen besserer Schutz als jetzt mit dem A-Frame, was hinten und vorne offen ist. Das ist hinten geschlossen, bietet natürlich dann aber auch hin zum hinteren Ende weniger Platz. Dafür, wie gesagt, habt ihr hier 3 Seiten komplett verschlossen. Hier müsst ihr natürlich darauf achten, wenn ihr mit einem Stock arbeitet oder mit einem Trekking Pole oder was auch immer, dass ihr hier entsprechend einen Schutz unterbringt. Gerade wir haben jetzt hier einen Ast genommen. Da haben wir einfach von dem Hering den Packbeutel genommen, 4-5 Mal gefaltet und den hier unten drunter gelegt, damit hier nicht der Ast oder auch der Trekking Pole ein Loch in die Tarpplane macht. Hier vorne fehlt natürlich auch dann ein Anspannpunkt. Da hätten wir uns hier noch eine zusätzliche Schlaufe gewünscht, wie es bei DD der Fall ist. Die haben nämlich 3 Schlaufen
pro Seite, aber man kann sich natürlich auch helfen, indem man einfach ein bisschen Material rafft und dann mit einer Schnur arbeitet. Aber das ist ja natürlich immer ganz nach eurer Präferenz, welche Tarp-Setups ihr bevorzugt. Es geht auf jeden Fall eine ganze Menge mit dem Snugpack Tarp. Unser Fazit zum Snugpack All-Weather Shelter G2. Ihr habt hier ein gutes System mit allem benötigten Zubehör, um verschiedene Setups mit dem Tarp realisieren zu können. Ihr habt durch die 3x3 Meter Fläche hier genügend Platz, um auch zu zweit oder sogar zu dritt einen schönen Unterschlupf zu schaffen. Das All-Weather Shelter G2 gibt es bei Rigging Company, der Link ist unten eingeblendet. Welches Tarp nutzt ihr und was ist euer Lieblingssetup? Schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten wie immer an dieser Stelle Lack und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye bye.